bin der Davide, ich bin 47, ich arbeite in meinem Backoffice als Kauffrau, bin verheiratet. Es war so, ich bin suchtkrank und ich habe verschiedene Aufenthalte in den Kliniken. Ja, am Anfang war ich medikamentenabhängig, Benzodiazepin. Ganz ehrlich, ich habe gar nicht gewusst, was Benzodiazepin sind. Ich habe die knapp 8 Jahre genommen. Erst dann habe ich angefangen, diese Suchtthematik anzuschauen. Weil ich ohne diese Medikamente bin ich gar nicht mehr aufstehen. 2021 hatte ich die erste Klinikaufenthalt von der ersten Entzug von Medikamenten. Und ich habe gedacht, wow, 2 Wochen Klinikaufenthalt, ist alles gut. Ich bin heimgekommen, alles tipptopp. Und nach etwa 4 Monaten hat sich das angefangen umdrehen. Habe ich angefangen, Entzugserscheinungen bekommen. Ich habe natürlich Alkohol gekannt. Alkohol macht genau das Gleiche. Und ich habe, anstatt Medikamente bin ich nachher auf Alkohol umgestiegen. Das war Sommer. Ich habe einen Brief von der Sanitas bekommen. Sie würden mir gerne einen Case Manager, bei mir im Fall ist es Case Managerin, zuweisen. Das erste Mal gedacht habe, oh, da gibt es Ärger. Die wollen mir die Klinik nicht mehr zahlen. Ich bin ihn in der Klinik besuchen, wo es ihm wirklich gesundheitlich sehr schlecht gegangen ist. Wir haben dann gerade eine Helferkonferenz geplant für das erste Kennenlernen, wo auch die stationär behandelte Ärztin, Psychologin plus auch der Sozialdienst involviert war, dass wir gerade einen runden Tisch gemacht haben, wo wir alle zusammengekommen sind, wirklich mit dem Ziel auch zu schauen, wie ich ihn von Seiten Case Management unterstützen kann, wenn der stationäre Aufenthalt zum Ende kommt. Ich muss sagen, schon der erste Druck war, da geht es nicht um Kürzen, sondern geht es um jemandem zu helfen, in den richtigen Weg zu schlagen. Die richtige Therapie, nicht unnötige Therapie, sondern die richtige Therapie. Und eine Case Managerin oder ein Case Manager bei der Sanitas, die haben alle einen Hintergrund, sei es Pflege oder sonst Klinik-Hintergrund, sie wissen, um was es geht. Ein grosses Lob an Sie, Herr Ferrari, was Sie alles bewältigt haben. 2 Monate hat mir eigentlich schon gesagt, ich bin knapp am Tod vorbei gewesen. Heute noch nicht, tun es noch nicht realisieren, was die Pfleger und Ärzte gesagt haben. Aber ich habe Herrn Ferrari als sehr offen und auch gegenüber Unterstützungsangeboten sehr dankbar erlebt. Das ist wirklich so, das hält bis auch heute in der heutigen Zusammenarbeit an. Es war auch wie klar, was er für einen Fokus hat. Da haben wir wie auch immer die gleichen Ziele in Bezug auf die berufliche Wiedereingliederung. Und da war er wirklich sehr verbindlich, auch in der Zusammenarbeit. Es hat auch Rückschläge gegeben. Auch bei ihm ist es mal wieder eine Phase wie gut gegangen, dann wieder schlecht. Aber da ist er wirklich auch immer auch in Kontakt geblieben mit mir und sehr ehrlich, was ich sehr schätze. Anfang Jahr habe ich nicht mehr daran geglaubt, dass ich aus dieser Sucht rauskomme. Und Frau Bernhard, sie haben mir diese Klinik geschickt. Und schon in dieser Klinik hat sie mich besucht. Alles dort weggeleitet für meinen Austritt. Der Herr Ferrari ist wirklich sehr offen, ist motiviert, das hat man wie gespürt, sein Wille zum gesund werden. Und sicher der Fokus ist relativ schnell gewesen, auch bei der Sozialversicherung. Also das heisst auch, die IV auch mit ins Boot zu holen. Das ist ein Teil schon aufgeleistet worden vom stationären Alltag und das habe ich wie dann auch zu mir als Aufgabenbereich genommen, um auch nachvollziehen dann im ambulanten Setting. Sicherlich ein stabilisierender Faktor ist auch das Aufbautraining, das der Herr Ferrari im Moment absolvieren kann, wo wir auch eine Tagesstruktur gibt, plus auch Freiwilligenarbeit, die er noch leistet als Tagesstruktur. Also die Situation schätze ich als sehr stabil ein. Das wird auch bestätigt vom Herrn Ferrari. Und Fokus wird jetzt auch die Jobsuche sein mit dem Ziel Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, wo bis anhin sehr erfolgreich verläuft. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ade, Herr Ferrari. Durch Case Managerin Frau Bernhard hat sich mein Leben geändert. Und wenn es mir langsam besser gegangen ist, jetzt nach all diesen Aufenthalten, da haben wir wieder mehr Zeit. Ich habe noch nicht gearbeitet damals. Und meine Ärzte haben mir gemeint, such dir ein Hobby. Und ich bin die Idee gekommen, ich habe ein Auto, das 15-jährig ist, ich habe keinen Radioempfang wie DAB.
So hat es angefangen. Dann habe ich angefangen zu recherchieren, was brauche ich für ein Autoradio, damit ich wieder empfangen kann. Das hat alles in Bewegung gesetzt. Vom Autoradio hat sich angefangen mit Antennen setzen, nach Anterieren habe ich ein bisschen abgeändert und mehr habe ich ein bisschen recherchiert und so habe ich angefangen, meine Zeit zu füllen. Ich kann mich als glücklich bezeichnen. Mich kann ich nur Leute die mich glücklich machen. Ich habe jetzt auch zum Beispiel Kinder von meinem Bruder. Das ist eine ist 3-jährig, eine ist 1-jährig. Die lieben mich. Vor allem das Schöne ist, wenn man am Morgen aufsteht und es geht einem gut. Und wenn es einem gut geht, kann man viel machen.